Hallo, heute sind wir im Loro-Park. Die Pools in Orca Ocean, die haben sogenannte Hydrofone, das ist ein Unterwassermikrofon, wo 24 Stunden, 365 Tage im Jahr Aufnahmen gemacht werden von den Sounds, die die Orcas machen. Wenn man das natürlich mit der Hand manuell analysieren will, ist es natürlich ein sehr großer Aufwand, sehr viel Arbeit. Und daher haben wir mit der künstlichen Intelligenz einige Tools entwickelt, die es erlauben, dann diese Arbeit, sagen wir mal, einfacher zu machen. Da gibt es 3 Stadien sozusagen. Der erste ist Detektion, da wird praktisch rausgefiltert, was ein Sound ist und was kein Sound ist, wo es ruhig ist im Pool. Das ist schon mal ein großer Schritt, weil da muss man dann nicht mehr so viel Daten analysieren. Der zweite Schritt ist dann, was wir Diskriminierung nennen. Da wird dann praktisch Orca-Sounds von Nicht-Orca-Sounds unterschieden. Und dann der dritte Schritt ist praktisch dann herauszufinden, welcher genau der Sound von der Orca ist, den wir da haben. Wir haben dann einen Katalog, der ist über die Orcas hier im Loro-Park erstellt worden und nach dann werden die dann praktisch kategorisiert und in verschiedene Kategorien eingeordnet. So kann man wissen, was die Orcas sagen. Natürlich wissen wir nicht, was es bedeutet. Das wäre dann der nächste Schritt in dieser Forschung. Da haben wir dann auch schon wieder ein Projekt, um mit den Kameras, die unterm Dach sind, praktisch die zu verfolgen, um zu wissen, welche Orca wo ist. Und dann kann man dann mit verschiedenen Hydrofonen rausfinden, wo der Sound herkommt. Und dann weiß man, wer praktisch gesprochen hat. Und dann könnte man rausfinden, ob es da einen Dialog zwischen den Orcas gibt zum Beispiel. Oder man kann sogenanntes Sequence Mining machen. Da kann man dann praktisch herausfinden, ob es bestimmte Muster in den zeitlichen Abschnitten in den verschiedenen Orca-Calls gibt. Das würde dann auch ein Hinweis sein, um zu sagen, da gibt es vielleicht irgendeine bestimmte Sprache. Oder man könnte dann in der Zukunft auch sagen, bestimmte Sounds werden produziert in bestimmten Verhaltenssituationen oder wenn es Futter gibt zum Beispiel oder solche Sachen. Da könnte man vielleicht in der langen Zukunft herausfinden, wie die Sprache von der Orca ist. Man muss natürlich dazu sagen, dass diese Arbeit nicht eine Arbeit ist von heute. Es ist eine Arbeit, die wird schon seit ungefähr 20 Jahren hier im Loro-Park gemacht. Und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist nur möglich, weil wir die Daten von seit 20 Jahren haben. Andersweitig wäre es nicht möglich, weil um künstliche Intelligenzsysteme zu entwickeln, braucht man normalerweise massenweise Daten. Da braucht man natürlich die entsprechende Zeit, um diese Daten zu kriegen. Und das haben wir, weil wir seit 20 Jahren daran arbeiten. Wenn wir heute anfangen würden, wäre es nicht möglich, dieses System zu entwickeln. So ein System zu entwickeln wäre wesentlich schwieriger, wenn man das mit Orcas in der Natur macht, weil hier haben wir eine kontrollierte Umgebung. Da können wir genau feststellen, welches Tier wann singt, wo die Tiere sind. Und in der Natur ist es natürlich viel schwieriger, man kann sie aufnehmen, da weiß man normalerweise nicht genau, wo die positioniert sind, welches Tier jetzt gerade vokalisiert oder singt. Und das kann man natürlich hier viel einfacher, vereinfacht sich das Problem. Um diese technischen Fortschritte zu machen, muss man natürlich auch oft Prototyp-Instrumente anwenden. Und das ist natürlich hier eine sehr gute Anlage, um sowas auch auszuprobieren, bevor man das dann, sagen wir mal, ins Meer exportiert. Letztendlich ist es natürlich unser Ziel, das so zu machen, dass das, was hier an Technik auch entwickelt wird, dann auch im Meer benutzt werden kann. Aber der Weg ist natürlich sehr lang und diese Anlage ist natürlich ein sehr gutes Labor, um sowas dann auch auszuprobieren und zu entwickeln. Jetzt den Kanal abonnieren und schaut doch mal in unsere Playlist über den Loro-Park.